Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial der Universitätsbibliothek Stuttgart. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr in Puma hinzugefügte Publikationen als Literaturliste exportieren könnt. Wir zeigen euch in diesem Video zwei Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Möglichkeit 1 ist das Exportieren einer Literaturliste von Puma in Word. Möglichkeit Nummer 2 ist das Exportieren einer Literaturliste über das BibTeX-Format, beziehungsweise als eine BibTeX-Datei. Eine BibTeX-Datei könnt ihr für alle gängigen Literaturverwaltungsprogramme verwenden, hier wäre unter anderem Citavi zu nennen. Als erstes zeigen wir euch, wie ihr über Puma eine Literaturliste in Word einfügt. Dafür klicken wir zuerst auf mein Puma und dann auf meine Einträge. Nun sind wir auf meiner individuellen Seite bei Puma gelandet. Was ich jetzt allerdings machen möchte, ist nach den Tags zu suchen, mit denen ich die Publikationen, die für meine Literaturliste relevant sind, versehen habe. An dieser Stelle sei noch angemerkt, warum es sich empfiehlt, mit Tags zu arbeiten. Mit einem Tag habt ihr am besten die Möglichkeit, verschiedene Publikationseinträge voneinander zu unterscheiden. Wenn ihr beispielsweise an einem Projekt wie einer Seminararbeit arbeitet und Puma dafür benutzt, dann empfiehlt es sich, Tags zu benutzen, damit ihr die verschiedenen Publikationseinträge, die für eure Arbeit relevant sind, direkt aufrufen könnt und in eine Literaturliste bringen könnt. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Der Tag, nach dem ich suchen möchte, trägt bezeichnenderweise den Namen Tutorial. Diesen Tag kann ich in der Leiste hier oben eingeben. Ich muss dabei allerdings aufpassen, dass hier Benutzer ausgewählt ist und dann mein Nutzername von Puma folgt, da ich ansonsten eine Suchanfrage für ganz Puma durchführen würde. Wir geben den Tag nun ein, klicken auf Enter und können dann die Publikationen und auch die Lesezeichen sehen, die mit dem Tag Tutorial versehen worden sind. Wenn ich diese Publikationen nun als eine Literaturliste exportieren möchte, dann klicke ich auf dieses Icon, klicke dann auf Mehr und bin dann auf eine andere Seite weitergeleitet worden. Unter Einträge könnt ihr auswählen, wie viele Einträge euer Literaturverzeichnis letztlich enthalten soll. Standardmäßig ist es auf Puma immer auf 100 Einträge eingestellt. Da wir in unserem Fall allerdings nur 7 Publikationen haben, klicken wir auf 10. Da es sich hierbei nur um 7 Publikationen für unsere Literaturliste handelt, haben wir aus Illustrationszwecken die 10 Einträge ausgewählt. Dass 10 Einträge ausgewählt sind, heißt in diesem Zusammenhang, dass die 10 aktuellsten unter den ausgewählten Publikationen mit in die Literaturliste inkludiert werden. Das bedeutet auch, dass ihr euch beim Klick auf die Anzahl der Einträge darüber im Klaren sein müsst, wie viele der in Frage kommenden Publikationen mit in eure Literaturliste übernommen werden sollen. Wenn wir nun runterscrollen, dann finden wir hier MS Office XML. Diese Datei müssen wir runterladen, damit wir ein Literaturverzeichnis in Word einfügen können. Deswegen klicken wir auf dieses Icon und können nun feststellen, dass die Datei runtergeladen wurde. Allerdings wählen wir diese Datei noch nicht aus. Als nächstes müssen wir Word öffnen und wählen dann ein leeres Dokument aus. In eurem Fall würde es wahrscheinlich so aussehen, dass ihr jetzt eine Arbeit vor euch habt, der ihr nur noch ein Literaturverzeichnis hinzufügen möchtet. Nun gehen wir wie folgt vor. Zuerst klicken wir auf Verweise, dann auf Quellen verwalten und können nun eine Datei auswählen, indem wir auf Durchsuchen klicken. Das ist in diesem Fall diese Liste hier, das erkennt ihr an dem Tutorial. Ihr könnt hier sehen, dass eine Menge Text erschienen ist. Was wir jetzt machen ist Folgendes: Wir klicken links neben den ersten Namen, halten dann gedrückt und ziehen den Cursor nach unten, damit alles markiert ist. Danach drücken wir auf Kopieren und sehen unter Aktuelle Liste, dass das gleiche, was links steht, auch nach rechts in die aktuelle Liste übertragen wurde. Dann klicken wir nur noch auf Schließen, klicken dann auf Literaturverzeichnis, können dann noch unter verschiedenen Stilen, wie wir das Literaturverzeichnis angeordnet haben möchten, auswählen. Wir wählen jetzt einfach Literaturverzeichnis 1 aus
Und nun sehen wir, dass das Literaturverzeichnis von Puma in Word exportiert wurde. Unter Formatvorlage sehen wir, dass für das Literaturverzeichnis gegenwärtig der Zitationsstil MLA ausgewählt ist. Diesen können wir ändern, indem wir auf MLA klicken und haben dann hier eine Liste von diversen Zitationsstilen zur Auswahl. Nehmen wir als Beispiel einfach APA. Und wie wir sehen, hat sich das Literaturverzeichnis gerade an den neuen Zitationsstil angepasst. An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass der Begriff Format und der Begriff Zitationsstil in der Regel synonym verwendet werden. Im Falle von Word wird der Begriff Format verwendet. Für BibTeX funktioniert dies in ähnlicher Form. Unter Favorite Layouts ist als erste Option BibTeX aufgelistet und ein dazugehöriges Icon ist zu sehen, auf das wir klicken werden. Wie man feststellen kann, ist in diesem Fall keine Datei heruntergeladen worden, sondern man ist zu einem neuen Fenster weitergeleitet worden. Was man sehen kann, sind verschiedene Publikationen im sogenannten BibTeX-Format. Wir könnten nun all dies kopieren und in einem Literaturverwaltungsprogramm wie zum Beispiel Citavi einfügen. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Bei eventuellen Rückfragen dürft ihr euch gerne an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse wenden und wir werden uns so schnell wie möglich um euer Anliegen kümmern. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.